Johannes, heute gibt es viele Züge ohne klassische Lokomotive. Wie ist bei solchen Zugkonfigurationen die Antriebskraft verteilt? Die Antriebstechniken sind oftmals auf den jeweiligen Wagen verteilt und hängen von der Zugkonfiguration ab. Am besten, ich stelle alle möglichen Zugkonfigurationen anhand folgender Animation dar. Die historisch klassische Zugkonfiguration ist ein mit einer Lokomotive bespannter Wagen oder Wagengruppe. Der Begriff Bespannung kommt aus dem Zeitalter der Pferdekutsche. Pferde wurden einem Ziehobjekt, beispielsweise der Kutsche, vorgespannt. Da die Eisenbahn ein bedeutender Nachfolger der Pferdekutsche ist, sind solche Begriffe mit vererbt worden. In dieser Analogie ist die Lok die Antriebseinheit und die Wagen sind das Ziehobjekt. Ein Zug ist also ein Verband von mindestens einer Antriebseinheit und einer bestimmten Anzahl von nicht angetriebenen Wagen. Je nach Leistungsbedarf, vor allem beeinflusst durch das Zuggewicht, die Streckensteigung und anderen Widerständen sowie je nach fahrzeugtechnischer Leistungserfüllung können auch 2 oder mehr Loks vorgespannt werden. Statt einer Bespannung an der Zugspitze können Lokomotiven auch aufgeteilt werden. Hier verteilt sich dann die Antriebsleistung und beispielsweise werden die Zughaken und Kupplungen zwischen den Wagen entlastet. Ein Extrembeispiel sind australische oder nordamerikanische Güterzüge. Sie haben manchmal Längen von mehreren Kilometern. Hier ist vor allem die Herausforderung, eine sichere durchgängige Kommunikation zwischen den Lokomotiven herzustellen, so dass ein synchrones Beschleunigen und Bremsen sichergestellt wird. In Mitteleuropa sind die Züge meistens auf 740 Meter begrenzt, hauptsächlich durch die Gleislängendimensionierung von Überhol- und Abstellgleisen. Im Gegensatz zur Pferdekutsche können Lokomotiven den Zug nicht nur ziehen, sondern auch schieben. Dieser Vorteil ist der Spurführung zuzuschreiben. Geschoben wird heute meistens nur im Rangierbetrieb oder bei Zugfahrten von sogenannten Wendezügen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Früher waren Regelfahrten im Schiebebetrieb ebenso durchführbar. Doch mit zunehmendem Verkehrsbetrieb auf den Schienennetzen wurde immer mehr Technik wie Streckensignale und Schienenverbindungen mit Weichen installiert. Das Steuern eines Zuges vom Ende brachte Gefahren mit sich, so dass Regelwerke das Steuern eines Zuges vom Zugende aus rechtswidrig werden ließ. Lokbespannte Züge erfuhren dadurch eine entscheidende Einschränkung. Sie bedürfen einer Neukonfiguration bei jedem Fahrtrichtungswechsel. Mit anderen Worten, sie benötigen rangiertechnische Behandlungen. Bei Kopfbahnhöfen sind das dann mindestens 3 Rangierfahrten, falls die gleiche Lok in die Gegenrichtung wieder vorgespannt werden soll. Abkürzen kann man das Verfahren, wenn mit einer anderen Zuglok der Zug bespannt werden soll. So oder so ist es aufwendig. Behoben wurde der Aufwand im Personenverkehr mit der Einführung des Steuerwagens. Ein Steuerwagen ist gemäß seines Namens ein Wagen mit einem Steuerplatz, von welchem der Lokführer seine Lok über den Fahrerstand des Steuerwagens und über einen Datenbus ansteuert. Der Steuerwagen selbst enthält keine Antriebseinheit, er hat lediglich eine steuerungstechnische Verbindung zur Antriebseinheit. Züge mit Lok und Steuerwagen bezeichnet man oft auch als Wendezug. Da sowohl auf der Lokseite als auch auf der Steuerwagenseite jeweils ein Fahrerstand ist ein solcher Zugverband wendetauglich, ohne jemals rangiertechnisch behandelt werden zu müssen. Wendetauglich ist aber auch ein anderer Zugverband, nämlich der Triebwagen oder Triebzug. Er besteht aus einem oder mehreren Wageneinheiten, deren Räder teilweise oder zur Gänze angetrieben werden. Die angetriebenen Achsen nennt man Antriebsachsen, die nicht angetriebenen nennt man Laufachsen. An den Enden eines Triebzuges befinden sich die Fahrerstände zur Steuerung des Zugverbandes. Triebzüge haben gegenüber den lokbespannten Zügen den Vorteil, dass sich die Antriebseinheiten auf die Fahrzeuglänge verteilen. Außerdem sind beim Triebzug all jene Techniken, die in der Lok stecken, unter Flur oder auf dem Fahrzeugdach verteilt. Dadurch ist der Platz einer ganzen Loklänge für zusätzlichen Fahrgastraum gewonnen. Diese beiden Gründe änderten die Fahrzeuglandschaft seit den 80er Jahren enorm. Die Triebzüge dominieren den Bahnbetrieb im Personenverkehr. Doch das bedeutendste Definitionskriterium ist die betriebliche Untrennbarkeit der einzelnen Wagen innerhalb des Triebzugverbandes.
Diese Fahrzeuge sind ausschließlich in Werkstätten trennbar, verbunden mit viel Aufwand und rechnertechnischen Neukonfigurationen. Lokbespannte Züge sind das nicht. Sie werden, wenn es sein muss, sogar im Fahrgastbetrieb getrennt oder zusammengestellt. Man denke hier nur an den Kurswagen im Nachtzugverkehr. Die Systematik der Triebzüge und die Unterteilung in Wagen ist aber nicht immer so eindeutig wie bisher erläutert. Da gibt es beispielsweise Triebzüge, dessen Wagen sich Drehgestelle teilen. Man nennt diese Drehgestelle Jakobsdrehgestelle. Mehr dazu aber im Kapitel Drehgestelle. Auf diesen liegen die jeweiligen Enden der Wagenkästen auf. Beim Gliederzug ist die Variante extremer. Da teilen sich die zwei Wagenkastenenden am Übergang lediglich eine gemeinsame Achse, wobei der eine Wagenkasten auf der Achse den Aufliegepunkt hat, während der andere Wagenkasten auf den tragenden Elementen des einen Wagenkastens wiederum aufliegt. Im Straßenbahnbetrieb gibt es sogar Triebzüge, wo einzelne Wagen von den Nachbarwagen komplett getragen werden. Sie besitzen in diesem Fall gar keine Räder. Ähnlich wie bei einer Sänfte werden sie von vorne und von hinten getragen, deswegen nennt man diese Sektionen auch Sänften. Es gibt sogar Fahrzeuge, die nicht einmal Radachsen haben, sondern nur Einzelräder ohne durchgehende Achsen. Außerdem gibt es Fahrzeuge, die hier gar nicht in das Schema passen, weil sie nur aus einem einzigen Wagenkasten bestehen. Solche Einzelfahrzeuge nennt man Schienenbusse. Dann gibt es noch viele Sonderformen aus den Kategorien Lokwagenzug und Triebzug. Sie lassen sich gar nicht so einfach zuordnen. Das sind Triebfahrzeuge, die am Anfang wie eine Lok konzipiert sind, deren kompletter restliche Fahrzeugverband antriebsfrei ist, aber betrieblich voneinander nicht trennbar sind. Solche Verkehrsunternehmen behandeln die bevorzugten Zugkonfigurationen wie die starren Fahrzeugverbände von Triebzügen. Sie lassen die Lok und die Wägen dauerhaft in einem Fahrzeugverband und trennen diese werkstättentechnisch, also ausschließlich bei einzelnen schadhaften Wagen oder Loks. Ähnlich sind Triebfahrzeuge mit einem sogenannten Triebkopf. Diese unterscheiden sich zum vorgenannten dadurch, dass sie eine fest verbaute Lok haben, diese aber nur einen Fahrerstand hat und deren Zug- und Druckbelastungselemente nur in eine Hauptlastrichtung konzipiert sind. Solche Triebkopfzüge sind praktisch betrachtet eine weitere wirtschaftliche Optimierung zum vorgenannten. Es gibt sogar moderne Züge, welche vorne und hinten einen Triebkopf besitzen. Nicht selten findet man etliche Züge in der Verkehrslandschaft vor, dessen Triebeinheit in der Mitte positioniert ist. Man spricht dann hier von einem mittigen Antriebsmodul. Etliche haben einen Fahrgastdurchgang, um die beiden Fahrgasträume zu verbinden. Häufig liegen deren Nachbarkästen auf den tragenden Elementen der Antriebseinheit auf. Bei all diesen letztgenannten Konfigurationen scheiden sich die Geister, ob man hier von Lok- und Wagenzügen sprechen kann oder von Triebzügen oder gar von Triebkopfzügen. Ich möchte die Antwort hier offen lassen. Aber einen sehr häufigen Begriff möchte ich stattdessen nochmal genauer spezifizieren, nämlich den Begriff des Triebfahrzeuges. Mit Triebfahrzeug sind all jene Antriebseinheiten oder Fahrzeugverbände gemeint, deren betriebliche Untrennbarkeit sie zusammenhält. Beim Lok- und Wagenzug ist das Triebfahrzeug die Lokomotive. Beim Triebwagen ist es der gesamte Fahrzeugverband selbst, also das hier. Aber wohlgemerkt Fahrzeugverband und nicht Zugverband, wenn es sich hier um einen mehrteiligen Zug handelt. Die Vielfalt von Zugkonfigurationen scheint also unerschöpflich zu sein. Jedoch gibt es noch weitere Unterscheidungsdimensionen, beispielsweise die Dimension der Richtungstauglichkeit, die Anordnung von Laufachsen und angetriebenen Achsen, Begehbarkeit der Fahrgasträume und Wägen, die Anordnung von Stromabnehmern und vieles mehr. Eine ganz andere Dimension ist die Teiligkeit von Triebzügen. Begriffe wie Vollzüge, Ganzzüge, Halbzüge, Viertelzüge und Doppelzüge usw. sagen im Unternehmensjargon darüber aus, wie viele Triebzugverbände innerhalb eines Zugverbandes angekuppelt sind. Hier ist es einfacher, von einem dreiteiligen oder vierteiligen Zug zu sprechen. Ein dreiteiliger Zug, wie hier, besteht aus 3 Triebzugverbänden mit jeweils 4 Wagen. Statt Wagen sagt man lieber den eindeutigeren Begriff Sektionen oder Kastenelemente.
Aber an vielen Orten versteht man unter dem Begriff dreiteilig auch einen Zug mit insgesamt nur 3 Sektionen statt 3 Fahrzeugverbänden. Eine einheitliche Begriffswelt ist hier leider auch nie erreicht worden. Wir belassen es bei der ersten genannten Definition. Mehrteilige Züge im Sinne der Fahrzeugverbände gibt es nicht nur bei Triebzügen, sondern auch bei lokbespannten Zügen, nämlich wenn 2 lokbespannte Züge ähnlich als geschlossene Fahrzeugverbände behandelt werden wie Triebzüge, wie in einem vorgenannten Beispiel bereits erwähnt. Die Teiligkeit von Zügen wird in einigen Verkehrsunternehmen ebenso in den Betriebsprogrammen berücksichtigt. Insbesondere Verkehrsunternehmen, die ganze Stärkungs- und Schwächungsprogramme in ihren Fahrplänen vorgesehen haben, müssen konkret angeben, welche Streckenabschnitte oder Zugläufe welche Bespannung, also welche Züge mit wie vielen Fahrzeugverbänden zu betreiben sind. Gelegentlich werden Züge ungleicher Art miteinander gekuppelt. Vertreter hier sind Züge, die unterschiedliche Einstiegshöhen haben. Das sind Verkehrssysteme, die entweder verschiedene Bahnsteighöhen haben oder Verkehrssysteme, welche eine Übergangsphase von Hochflur zu Niederflur oder umgekehrt durchlaufen. Der Preis dafür sind höhere fahrzeugtechnische Anforderungen, aber auch erhöhte Störwahrscheinlichkeiten. Was ebenso gibt, sind gekuppelte Triebzüge des gleichen Typs, aber mit unterschiedlichen Fahrzeugverbandslängen, also beispielsweise das Zusammenstellen eines 5-teiligen Zuges mit einem 7-teiligen. Ob man überhaupt die Maximalzuglänge eines Verkehrsunternehmens in Fahrzeugverbandslängen aufteilt und vor allem wie, muss klug bedacht werden. Durchgehend begehbare Züge mit voller Länge können oft wirtschaftlicher sein. Man spart sich Fahrerstände und somit Anschaffungs- und Wartungskosten ein. Außerdem gibt es mehr Fahrgastraum. Diesen Argumenten gegenüber stehen aber die höheren Verfügbarkeiten. Denn bei einem Bauteilausfall muss nicht die komplette Langzuglänge in die Werkstatt, sondern nur der unterteilige Fahrzeugverband. Egal wie die Fahrzeuge innerhalb eines Zugverbandes zusammengestellt sind, sie müssen gewöhnlich erkannt und registriert werden. Im Güterverkehr geschieht das manuell durch den Wagenmeister. Bei modernen Zügen mit einer durchgehenden Datenleitung hingegen werden alle Fahrzeuge in einem Zugverband automatisiert erfasst. Diese Registrierung, auch unter dem Begriff Zugtaufe bekannt, erfasst die jeweiligen Fahrzeugnummern, die Zuglänge, das Zuggewicht, die Antriebs- und Bremsleistung, die Zugart, den steuerungsdominierenden Fahrerstand und etliche andere Daten. Ergänzt werden gelegentlich Fahrplandaten oder sogar Daten des Fahrpersonals. Eine Änderung der Zugzusammenstellung bedarf demzufolge immer auch einer erneuten Zugregistrierung. Sehr entscheidend bei dieser Zugkonfiguration ist die Fahrzeug- bzw. Wagennummer. Sie ist so etwas wie die ID eines jeden Fahrzeuges bzw. eines jeden Fahrzeugverbandes. Nach UIC-Definition besteht diese Fahrzeugnummer aus der Baureihennummer als Identifikation der Bauart des jeweiligen Verkehrsunternehmens und einer laufenden Nummer zur Identifikation der einzelnen Fahrzeuge oder Sektionen. Okay, verstehe. Je nach Zugkonfiguration sind die Antriebstechniken zum Beispiel über den Zugverband verteilt. Genauso ist es. Die Videoserie Bahntechnik und Bahnbetrieb hilft uns, die Bahnwelt schnell und unkompliziert zu verstehen. Schaut es euch an!